Moin Leiflü und hey Ali Hopper, willkommen zurück bei mir, Radbot und Victoria 3. Wir spielen Skandinavien. Ja, letztes Mal haben wir es geschafft. Entschuldigung, letztes Mal haben wir es geschafft, Skandinavien zu gründen. Und wir sehen hier unsere Bevölkerung. Wir haben den Multikulturalismus ausgerufen, das heißt, jeder ist bei uns mehr als willkommen. Und wir sehen, dass unsere Hauptpopulation, wir sind natürlich Schweden primär, nur noch zu 15% in unserem Land vorhanden sind. 9,24 Millionen in der Zahl, gefolgt von Russland oder von russischstämmigen. Das ist natürlich klar, wir haben hier gerade viel von Russland erobert. Norwegen haben wir nun auch gerade annektiert oder wir sind verschmolzen zu einem. Dänisch kommt tatsächlich erst hier weiter unten. Vorher kommen noch die Finnen. Die haben wir natürlich auch selber schon sehr viel kultiviert, wenn man das so nennen möchte. Wir haben ja große Teile Finnlands schon lange gehabt und da sind natürlich durch unseren guten Lebensstandard etc. natürlich schon neue Familien entstanden. Die Amazigh sind, glaube ich, Araber, genau, die kommen dann durch unsere durch Hijaz und den ganzen Kram, den wir hier haben. Und dann kommen Jemeniten, die kommen natürlich auch aus dem Jemen hier. Bengalen, Zulu, das ist alles von unseren lange kultivierten Liegenschaften hier in Transvaal, im Zululand, im Freistaat. Aber es kommen jetzt natürlich auch immer mehr Inder zu uns durch eben unseren hohen Lebensstandard. Was ja auch nicht schlimm ist, ne? Wir wollen ja viele Leute haben. Die können wir dann alle unserer Armee zuführen. Da freuen wir uns drüber. Wir werden eine Kolonie in Niger haben. Niger. Ja gut. Skandinavisch Togo. Ich würde das hier vielleicht... Nordkamerun? Ne, das ist Südkamerun, ne? Ja. Nordkamerun. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir gründen hier Skandinavien Niger. Und würden hier gerne ein großes Reich entstehen lassen. Skandinavischen Niger, Niger-Delta, skandinavisch-nigerianisches Nordkamerun. Dann brauchen wir uns damit selber nicht mehr beschäftigen. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Insbesondere im Hinblick auf unsere Alphabetisierung, die wir natürlich noch voranbringen wollen. Haben wir das hier eigentlich mal gemacht? Ne. Die ist hier noch im Bau. Die muss jetzt leider fertig, auch wenn das hier nicht so gut laufen wird. Wir haben ziemlich hohe unrealisierte Steuern. Das Ingmerland zum Beispiel. Was ist denn da passiert? Lieber Russe, was hast du uns denn hier hinterlassen? Götaland, Norrland, auch große Steuerprobleme. Usima. Das sollte es dann erstmal gewesen sein vielleicht. Hätte es auch so machen können, ne? Na, schauen wir mal, wie das jetzt läuft. Apropos, wir schauen mal, wie das jetzt läuft. Wir haben hier natürlich noch... Also haben natürlich keine laufende Forschung mehr. Das ist nicht so gut. Wir könnten unser Militär jetzt langsam mal nach vorne bringen. Wir können Radios bauen. Das heißt, die Belagerungsartillerie ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt für uns. Und die Großkampfschiffe auch mal bauen. Störer, U-Boote. Und im Gesellschaftstree Psychoanalyse. Dann zum Schluss. Damit ist unser Volk erstmal wieder ein bisschen beschäftigt. Und das ist auch gut so. Wir haben einen freien Platz hier. Hier. Ja, haben wir. Na gut, wenn wir das haben. Wir könnten Öl- und Kohleminen. Aber wozu? Für Migrationsanziehung. Okay, ist nicht schlecht. Wir wollen aber eigentlich lieber Ericsson. Aber das können wir wahrscheinlich noch nicht bauen, weil uns hier noch die Telefone an sich fehlen. Auch noch 5 Elektrofabriken. Wo? In Svealand. Dann brauchen wir 5 Elektrofabriken in Svealand. Da.
Wir haben noch keine. 0 ist nicht so viel. Dann bauen wir 5 Stück von und dann gründen wir die nächste Truppe. Die nächste Truppe, sag ich schon, die nächste Kompanie. Okay, wir haben Transportknappheiten hier in Mauretanien und in der Sahara. Aber die Sahara müsste sich jetzt ja langsam eigentlich mal beruhigen. Wir haben natürlich noch die ganzen Produktionsdinge, die wir jetzt hier mal graden müssen. Ja, Backpulver, das könnt ihr alle machen, ne? Vakuumierung könnt ihr auch alle machen. Weiß ich jetzt nicht. Spirituosen sind schon teuer bei uns. Mach mal die teuren Spirituosen. Ihr kriegt alle die Nähmaschine, außer da, wo es funktioniert. Da kriegt ihr das vernünftige Zeug. Macht Handnäharbeiten. Alle kriegen den Webstuhl, außer die automatisch möglichen. Mechanisiert. Präzisionswerkzeug brauchen wir, glaube ich, nicht. Luxusmöbel, das reicht. Drehventilmotoren. Kristallglas. Gutes, teures Porzellan. Bearbeitete Stahlwerkzeuge. Um unsere Gummiproduktion auch zielführend zu machen. Ihr seht übrigens hier, die kommt eine Einwanderungswelle nach der anderen. Man liebt uns förmlich. Siemens-Verfahren, Drehventilmotoren. Ah, der Elektromotor. Ja gut, den können wir natürlich nur da bauen, wo wir ihn bauen können, das ist klar. Nur da, wo wir Strom haben, können wir auch die Motoren haben. Elektrofabriken. Bolzenrepetiergewehre. Hinterlader, auch da Drehventilmotoren. Sprenggranaten, Drehventilmotoren. Wir nehmen natürlich die besten Produktionsmöglichkeiten und natürlich auch hier, so gut es geht, wir geben unserem Volk Traktoren, mechanisierte Schlachtwürfe für mehr Fleisch, intensive Wollgewinnung. Jeder kriegt einen Stacheldrahtzaun, da wo es geht. Nehmen wir auch Elektrozäune und Kühlwaggons, da wo es geht. Muss man auf Pause drücken. Wir haben Kondensatorpumpen, wir haben Dynamit, wir haben Dampfhilfaggregate und Eisenbahnen. Wir haben überall Eisenbahnen. Da wo es nicht geht, werden wir Eisenbahnen hinzufügen. Ja, bei den Plantagen bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Das lassen wir nochmal aus. Weil wir gerade noch ein paar andere Sachen zu bauen haben. Jeder kriegt eine Markthalle, jeder kriegt Gaslaternen, außer da wo wir Strom haben. Und wir nehmen mal lieber den öffentlichen Straßenverkehr noch. Unabhängige Künstler, ja. Wir kriegen standardisierte Sachen, die Telefonzentralen. Oh, ja, die nehmen wir auch schon mal. Da müssen wir jetzt halt Telefone pumpen wie ein achtarmiger. Das macht ja vielleicht auch nichts. Baumstammwaggons, überall wo es geht. Kettensägen, überall wo es geht. Dampfschlepper. Ja, automatische Bewässerung ist klar. Öl ist klar. Moderne Häfen brauchen wir eigentlich nicht. Wir können erstmal beim Industriehafen bleiben. Eisenbahn, wir haben natürlich überall Dampfzüge, außer da wo es geht, dann nehmen wir Elektrozüge. Wir nehmen aber Stahlpassagierwegen. Wir nehmen den Massenhandel. Bankenviertel sind börsennotiert und so weiter und so fort. Ja, kriegen wir einen ganzen Haufen Kohlen, obwohl wir bauen wie die Weltmeister. Können wir auch eigentlich hier unsere Regierungsleute wieder vernünftig bezahlen. Und mit den Steuern sogar ein Stück weit runter. Sparen hier mal ein bisschen Geld. Einfach weil unsere Steuern... Wir haben gar keine unrealisierten Steuern mehr, würde ich sagen. Führt dazu, dass wir natürlich jetzt eigentlich auch unsere Bauprojekte hier ad acta legen können. Zumindest mal im Ingwerland. Na Gott, bau die halt fertig, dann ist es fertig. Schaden tut's nicht. Die Jahrhundertwende auf das neue Jahrhundert. Ja, auf das neue Jahrhundert. Die große Molasseflut. Ostmali hat Probleme mit der Lebensmittelherstellung. Verständlich. Wir könnten hier jetzt mal, ja, weiß ich auch nicht. Anatolien, Kaukasus. Kaukasus?
Zentralasien, da sind noch ein paar Länder offen. Unser größter Feind ist eigentlich, muss man sagen, unser größter Feind ist Großbritannien. Haben nichts und niemanden, der so richtig dagegen ankommt, außer uns selbst natürlich. Wir sollten die relativ einfach besiegen können. Wir haben Elektrizitätsknabereien, die müssen wir gleich irgendwie bekämpfen. Wir können die Autonomie, wir können eine ganze Menge machen. Was können wir denn hier so in Machtblöcke einladen? Griechenland, ja, komm rein. Gerne Griechenland. Sei uns aufs Herzlichste willkommen. Wir können Persiens Autonomie reduzieren. Ich weiß gerade nicht, ob das der richtige Zeitpunkt ist, weil uns doch einige Leute nicht ganz so gewogen sind, sage ich jetzt einmal. Die brauchen wir nicht. Lass uns Ingenieure loyaler machen. Wir bauen hier immer noch Häfen wie so ein Blob da. Wir bauen mir so viele Häfen. Öl ist gut. Häfen. Tabak in Indien. Auch nicht schlecht. Bauen andere bei uns. Das dürfen, glaube ich, andere gar nicht bei uns bauen. Macht die Sache natürlich nicht einfacher. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir Ericsson gründen können. Die hätten nämlich jetzt einiges zu tun. Plus wir kriegen super Telefone. Nicht, dass wir jetzt irgendwie diese Telefone bräuchten, aber lieber haben als brauchen, sage ich immer. Nee, können wir noch nicht bauen. Wieso ist das so? Wahrscheinlich, weil Svealand direkt die... Achso, nee, ist noch gar nicht alle fertig. Wir haben einen zu wenig gebaut, aber du brauchst auf jeden Fall einen ganzen Haufen davon. Und offensichtlich brauchst du auch einen ganzen Haufen Strom. Skandinavische Naurus. Ne. Irgendwas, dann baut er doch einen Hafen rein. Das ist ja nun auch kein großes Ding. Wir haben mal wieder Krieg gegen irgendwas. Ist ja auch egal, gegen wen oder was. Apropos Krieg gegen irgendwen oder irgendwas. Unsere Armeen sehen eigentlich soweit noch ganz gut aus. Auch die Flotte, ja, ist ein bisschen größer geworden, aber jetzt auch nichts Weltbewegendes. Unsere Kompanien erfreuen sich größter Beliebtheit. Unser Wirtschaftswachstum ist wahrscheinlich ziemlich hoch. Genauso wie unser Bevölkerungswachstum. Standard of Living, unser Lebensstandard ist fast 20. Das ist gar nicht mal so schlecht. Was uns gerade noch fehlt, ist der Infanterieabbau, beziehungsweise die Diplomatie. Mechanisierung der Landwirtschaft, jo, macht die Felder besser. Passt für mich, würde ich sagen. Haben wir hier Bukhara. Kriegsziel verlangen. Wir könnten hier wieder gegen Russland den Krieg ziehen, aber das bringt uns gerade nicht so viel. Walachei können wir uns holen oder Khiva, aber natürlich bringt uns das gerade nichts, weil wir so hohe Infamie haben. Ja, können ein bisschen beschleunigen, damit wir endlich die Ericsson-Kompanie an den Start bringen. Vielleicht können wir das jetzt schon. Ich muss jetzt wieder ganz hoch scrollen. Nee. Steckt sich hier noch. Inkorporierter Staat. Gebäude ist von der Art Elektrofabrik. Baustufe ist 5 oder höher. Ich werde keinen Auslandsinvestitionsvertrag mit Preußen machen, weil wir Preußen mehr und mehr jetzt erobern werden. Nun baue das doch eben fertig hier. Franzosen beschädigen unsere Beziehung mit ihnen. Natürlich nicht so schön. Niederlande finden uns auch nicht so gut.
Bei uns finden gerade viele nicht so gut, sage ich mal, weil wir ja nun auch einiges an Infamie gesammelt haben. Wo ist hier jetzt schon wieder Krieg? So, dann zieh dahin. Ihr habt alle einen Anführer und genug Leute. Intellektuelle werden Feministen. Ja, meinetwegen. Hier so ein Defensivstrategen, Defensivexperten. Ah. Brauchen meine großen Armeen hier zufällig noch irgendwen? Ja, tatsächlich. Du bist ein Defensivexperte? Das ist ja mal was. Ihr braucht auch noch wen, aber ihr braucht eigentlich einen Nachschubexperten vielleicht. Das wäre nicht Artillerie. Schick mal die Artillerie hier hin. Oh Mann. Irgendwie tut hier was aus. Auch nicht so toll. Falsche Demokratie? Ich glaube es aber nicht. Ah, die Linke. So ist das mit den Linken. immer nicht so einfach. Wir könnten allerdings auch nochmal überlegen, ob wir noch irgendwelche Gesetze beschließen wollen. Momentan sind wir mehr oder weniger ein industriellen Staat. Würde ich eigentlich gerne ein bisschen beheben, aber ich kann auch nicht. Das ist alles eigentlich top. Hier, wir können hier mal die Meinungsfreiheit einführen. Ja, sind die Leute gar nicht so begeistert von. Grundschulpflicht. Das finden die Industriellen ganz schlecht. Armengesetze finden die Industriellen dann wieder gut. Dann lass erstmal Armengesetze beschließen. Und dann werden wir... Ja, ich will Ericsson. Innovation, Wohlstand, Bildungszugang. Oh. Haben wir hier Ericsson. Ist das noch irgendwas? Eisenmine, das brauchst du nicht. Eisenminen, mein Lieber, brauchst du wirklich nicht. Wir könnten nochmal, wir haben glaube ich noch ein paar Erlasse hier gemacht. Die können nochmal weg. Dann kann Ericsson zumindest mal in anderen Leuten investieren und Handelsdinger haben. Link hat überzeugende Argumente. Ja gut. Sagt man auch nicht so oft, ne? So ein Satz. Kooperatistisch. Wir machen hier lustig Krieg. Ich würde... Maristischer Aufstand. Okay, ich nehme an, Portugal gehört sowieso zu. Hast du mit denen nix? Mit Österreich hast du auch nix? Könnte ich hier quasi... hier neutral wäre. Ja, in diesem Sinn auch bin. Könnte ich Portugal mir einverleiben? Okay, Österreich wäre auf deren Seite. Ja gut, Sizilien und Australien. Naja. Arbeiterpartei brauchen wir nicht. Wen die Stunde schlägt. Der Traditionalist stirbt. Ihr habt keinen General mehr. Dann nehmt einen Defensivstrategen. Und wir müssen jetzt hier übrigens mal unseren Bausektor ein bisschen nach vorne bringen. Und viel zu viel Geld. Auch nicht zwingend was Negatives, sage ich mal, aber so, das baut ihr jetzt erstmal. Ach, Uzima kann auch nochmal mit. Armengesetze. Oh. Gegen Großbritannien machen wir hier irgendwas. Ach, guck einmal. Konstantine und Muhammara sind dafür. Und ich kann hier Maga Ishu. Ja, ich habe gerade nicht die nötigen diplomatischen Fähigkeiten, um sowas durchzuführen.
gerade so ein bisschen mein Problem. Oh, was ist denn eigentlich mit dir los, ne? Spielst du noch mit oder keine Lust mehr? Du bist auf jeden Fall noch eine Großmacht. Ich bin auf Platz 2 der Großmächte. Jetzt auch nicht die Welt, aber immerhin. Vielleicht sind ja die Niederlande, ich glaube, die muss ich mir einfach bei Gelegenheit mal schnappen. Geht wahrscheinlich nicht anders. Kolonie ist unsere. Liebes Portugal. Wir haben schon über 60% Erfolg. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. 20 Prestige brauchen wir aber zu dem Zeitpunkt jetzt hier auch nicht mehr. Hier, ich habe doch auch dieser Kompanie Kolonisierungsrechte gegeben, ne? Ostangola. Ja, wie sieht denn das da aus? Gibt es euch hier jetzt schon irgendwo? Macht ihr hier irgendwas? Skandinavisch Ostangola, Katanga, Jakarta, Svealand. Was hier eigentlich? Portugal. Das hier ist Portugal. Oder muss ich dann... Okay. Schauen wir mal. Ein Tanz auf den Rollen, Nebenstandard angestellt in Stadtzentren. Ja, gut. Höherer Lebensstandard ist ja immer was Gutes. Wir haben immer noch zu viel. Wir können immer noch zu viel bauen. Dann gehen wir nach Preis. Südland. Ich möchte das eigentlich primär erstmal in meinen Heimatterritorien haben. Finnland, weiß ich gar nicht, was das ist gerade. Norwegen kann auch so ein paar davon haben. Kriegen wir dann plus 367.000. Eieieiei. Norwegisch wird versessen auf Kunstwerk. Ja, ist doch gut. Machen wir Jugendstil. Bauen wir Kunstwerke. Da ist Tutti. Ich weiß jetzt nicht, warum du schon wieder überall Häfen baust. 40 Häfen, aber gut. Wird schon seinen Grund haben. Koreaner haben wir. Oh, das neue Mandat ist da. Basalisierung. Gibt mehr Autorität. Das nehmen wir. Wollen wir. Damit können wir noch mal einer Kompanie weiter auf die Sprünge helfen. Ich würde dir zum Beispiel sagen, dass nur du Elektrofabriken haben darfst. Aber wir dürfen keine Monopole machen. Deswegen bringt das doch nicht so viel. Und Eisen wird schon genug gemacht, sage ich einmal. Du hast auch schon ungefähr alles, was so geht. Nokia. Könnte auch Elektrofabriken bauen, aber das brauchten wir natürlich nicht. Hier. Du hast den Investitionsrecht abgetreten. Hier haben wir alles, ne? Ihr habt alles, was ihr wollt. Grubenunglück passiert. Verdiente Beförderung kann er haben. Freiheit zu verhungern. Naja. Ein populäres finnisches Mitteilungsblatt hat Erklärung von Christina Lundell veröffentlicht. Eine feministische Industrielle. Ja, machen wir halt unsere Leute ein bisschen glücklicher. Ist ja okay. Spricht ja nichts dagegen, oder?
So, ich will jetzt immer noch gern Chile haben und so. Das wird aber teuer. Müssten eigentlich mal Preußen niederschlagen. Kaffeehausgespräche. Würde ich sagen, dass Preußen niederschlagen auch einfacher gesagt als getan ist. Dazu berichten wir eventuell die Franzosen. Sieht eigentlich mit unseren Verträgen hier so aus. Mich voll zurückziehen, ja, okay. Puva-Vereinbarung, Handelsprivilegien. Mal neu aushandeln. Oh, aber viel zum Aushandeln haben wir da eigentlich auch nicht. Skandinavischer Vertrag, den nehmen wir mal, obwohl, den lassen wir erstmal, lass den einfach erstmal stehen. Unsere Alphabetisierung geht runter, unsere Bevölkerung geht rauf. Das ist ja irgendwo ganz logisch. Ja, du bist ja gerade, ja da jetzt dein Hafen. Der Zoo von Stockholm. Was ist eigentlich aus dir geworden, Japan, ne? Lieben wir uns noch? Hassen wir uns? Haben wir Verträge miteinander? Willst du in meinem Machtblock? Wahrscheinlich nicht, ne? Minus 500. Hehe. Schwierig. Machtblock kannst du haben. Handel machen wir. Wir würden gerne bei dir investieren. Dafür geben wir dir Unabhängigkeit. Obwohl, warte mal. Wir könnten eigentlich auch Bündnis mit dir machen. Waren. Automobile willst du haben? Das wollen zurzeit viele, komischerweise. Luxusmöbel kannst du haben. Autos kannst du haben. Motoren ist gerade schlecht. Stahl. Werkzeug kannst du einen ganzen Haufen haben. Wir haben nicht genug Einfluss, um das auszuführen, oder wie? Dafür hätten wir aber eigentlich auch gerne irgendwas von dir. Und zwar zum Beispiel Kompaniemonopol auf deine Stahlproduktion. Dafür bieten wir dir an, dass wir bieten dir nicht an, dass wir nichts subventionieren. Die noch ein paar Telefone andrehen. Oder was willst du noch haben? Motoren. 10 Motoren. 3 Telefone. Werkzeug hast du schon. Ne? Stahl. Und den Stahl andrehen. So, und dann müssen wir uns hier mal Rivalen suchen. Niederlande, ja gut, wenn ihr uns hasst, dann hasse ich mich eben zurück. Spanien hasse ich ebenfalls. Die anderen 3 noch nicht. Ich würde dir das so anbieten. Und du, das tritt auch in Kraft. Das finde ich gut. Dann würde ich hier noch eine Lobbyfinanzierung reinhauen. Und dann wollen wir mal schauen, ob du nicht vielleicht doch hier in unseren Club kommen willst. Könnte mir sogar vorstellen, dir hier ein bisschen Land zu gewähren. Was ist das hier eigentlich, du? Kann ich hier irgendwas im Krieg erklären? So, das haben wir jetzt. Dann brauchen wir jetzt eigentlich eine Grundschulpflicht. Ah, der Linke ist autoritär geworden. Du, avantgardistisch. Das ist ja auch nicht zielführend. Bist du Feminist? Naja, Frauenwahlrecht haben wir ja schon. Für die Schulen haben wir auch schon. Na gut. Dann haben wir jetzt zumindest eine glückliche Parteienlandschaft hier.
Oh, kann auch eine gewählte Verwaltung nehmen. Bürokratie, Institutionskosten, Multiplikator weniger. Gibt die Stärke Bürokraten. Wo finde ich das jetzt nochmal raus? Büroangestellte. Ne, Bürokraten. Oder sind Büroangestellte Bürokraten? Ne, es sind Bürokraten. Intellektuelle. Vor allen Dingen Intellektuelle. Ne, dann wollen wir die Bürokraten eigentlich behalten. Multikulti ist auch gut. Wir könnten hier noch einen Kooperatistenstaat machen, aber das lassen wir vielleicht auch lieber. Wir haben keine Arbeiterrechte. Ja, weil die Industriellen das natürlich auch nicht so gut finden, ne? Gibt uns das? Bürokratiekosten, das ist ja toll. Arbeitsschutz. Reduziert gefährliche Arbeitsbedingungen, na gut. Sozialhilfe könnt ihr alles, könnt ihr doch alles haben. Ist ja alles kein Hexenwerk. Ich brauche jetzt nur gleich mal irgendwen, der... Oh, wir bauen hier Telefone wie bekloppt. Kompaniehauptquartier in Sweerland. In Seeland. Haben wir hier so viel Strom, oder was? Wir haben ja einen Strom. Aber, ach so. Die brauchen für Telefone brauchen die keinen Strom, erst für Funkempfänger. Ah. Örtliche Knappheit. Transport hier. Muss ich wieder selber intervenieren. Elektrizität in Gotland. Dann subventionieren wir die. Transportknappheit in Westkarelien. Braucht ja wohl nicht sein. Transportengpässe in Timbuktu. Brauchen ja wohl nicht sein. Und da will Kontrolle nimmt die Drogen. Ulu hat unendlich viel Automobile. Braucht aber auch Leute im Hafen und in der Eisenbahn. Jemen braucht Leute in der Eisenbahn. Gotland hat nichts mehr. Brauchst du auch Leute im Hafen und in der Eisenbahn. Saarland braucht Leute in der Eisenbahn und im Hafen. Usima braucht... Ah, die stellen wir ein. Das geht. Transvaal. Braucht vielleicht einfach mal mehr Eisenbahn. Genauso wie der Freistaat. Opiumsucht. Wir suchen nach einem besseren Leben. Keine nette Sozialhilfe. Wir müssen eine nette Hilfe in Gotland machen. Lass dann netto Sozialhilfe in Gotland. Ja, dann brauchen wir ja weitere. Aber wie kriegen wir die? Ich glaube, hier bringt nichts mehr Autorität, oder? Werbungskapazität, Infrastruktur. Nee, Autoritäten kriegen wir jetzt nur noch durch mehr Leute im Machtblock. Apropos mehr Leute im Machtblock. Belgien, altes Haus. Wie sieht es denn hiermit so aus? Zollfrei brauchst du nicht. Das brauchst du nicht. Verteidigungspakt will ich canceln für ein Bündnis. Das brauchst du auch nicht.
Zollfreiheit brauchen wir eigentlich auch nicht. Du liebst mich ja sowieso. Hier sehe ich keine Investitionsrechte, aber ich könnte mir vorstellen, Kompaniemonopol von El Kap auf Eisenminen. Dann wäre ich durchaus bereit, dir Militärhilfe, Investitionsrechte und die eine oder andere Ware zu geben. Ja, ich möchte gerne sehen, was für Waren ich ihm denn jetzt andrehe. 100 Autos. Das glücklich macht. Ein paar weniger nehmen, dass es nur 20 sind. 70 Autos. Und das Ganze dann auf 25 Jahre. Macht Blockbotschaften, so hast du. Ja, gut. Wieso denn nicht? Na, Einbau abgelehnt, du Schwein. Du Lump. Das kriegst du wieder. Heute jetzt schon mal. Wir könnten unser niedrigen Lebensstandard immer noch mit dem einen oder anderen skandinavisch aus Mikronesien und hast du nicht gesehen. Ja, in Gotland auch. Okay, das sehe ich ein. Dass das nicht so gut ist. Ich muss mal einer meiner Kompanien hier irgendwie was abdrehen. Frage ist nur wem. Eigentlich möchte ich das niemandem wegnehmen. Brauchen jetzt eigentlich diese Supertelefone und so? Sieht so aus, ne? Das machen wir scheinbar auch einfach schon. Ein Papier. Sympathiespiel gegen uns, okay. Ölpumpendurchsatz. Apropos Ölpumpendurchsatz. Wir müssten hier mal eigentlich das Osmanische Reich zum Protektorat machen? Interessant. Ich gern Preußen hier mal wählen, aber das schaffe ich leider nicht. Aber wir haben jetzt wieder ein bisschen Diplomatie. Das ist ja auch schon mal was. Minus 93, das ist da noch. Niederländische Ostindien-Kompanie. Ja, was mache ich denn mit der Verpflichtung jetzt eigentlich? Ich möchte, dass ihr euch verpflichtet. Weiß ich auch nicht was. Ich muss hier mit dem Cherokees kämpfen, fällt mir gerade so auf. Will ich dann vielleicht auch tun. Hessen-Kassel, Kriegsstil verlangen. Klientelübertragung. Mecklenburg. Das will ich machen. Da ist gleich der Brite mit drin. Gut, dass wir einen Defensivstrategen haben. Sind 2000 Leute? Briten? Briten. Irgendwelche afrikanischen Völker? Okay, ja, die Briten. Sind ein ganzer Haufen Leute. Wird jetzt wahrscheinlich ganz ordentlich ruckeln. Jetzt werde ich mal jeden hier irgendwie, den ich habe,
losschicken. Ich darf gerne deine ganzen Wehrpflichtigen abholen. Werkkampfexperte. Ich würde gerne auch noch mehr werkfähiges Volk holen. Hier in den Krieg ziehen. Sonst noch irgendwo was? Ne. Wo sind meine anderen Truppen hier? Warte mal. Warte mal. Mit 200 sollte vielleicht erst einmal nach hier gehen. Und Zollern zurückgeben. Österreich Rheinland erobern. Wir müssen Landsrechte durchsetzen. Direkte Aktionen. Kauft. Eine neue Anti-Russland-Lobby. Das klingt eigentlich ganz schön. So, und hier brauchen wir jetzt den Krieg. Irgendwann mal jedenfalls. Wir können natürlich auch noch alle unsere Einheiten aufwerten. Wird dieser Krieg jetzt ausgeführt? Tatsächlich. Das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht, aber auf nach Pommern. Okay. Treiben wir wieder ein bisschen. Werden allerhand Schlachten geschlagen. Die wir... Oh. Die defensiven Schlachten gewinnen wir eigentlich ganz gut. Die offensiven Schlachten, naja, sag ich mal. In der Defensive sind wir aber durchaus ganz passabel. Und wir kriegen immer weitere Einwanderung. Auch nicht, sage ich mal, nicht uninteressant. Wir kämpfen uns hier durch kilometerweise Schlamm. Großlinienschiffe. Achso, wir haben hier schon die Belagerungsartillerie. Dann wäre doch eigentlich Unteroffizierschule jetzt mal als nächstes angesagt. Und zum Schluss mechanisierte Infanterie, das ist klar, aber das ist halt eben erst zum Schluss. Unsere Marine hält stand.
Offensive hält ebenfalls stand. Wir töten nicht zu guten Zahlen, sage ich mal. Also hier 26.000 zu 37.000, also 1 zu 1,5. Aber 1 zu 1,5 ist vertretbar, sage ich einmal. Ihr könnt jetzt übrigens auch mal schön in die Front hinein. Übrigens gesehen, dass da auch einer schon kämpft die ganze Zeit. Wo der defensiv sein sollte, aber nun gut. Dann eben nicht. Was passiert hier? Wir reiben diese Armee vollständig auf, weil die weder Organisation noch sonst irgendwas hat. Interessant. Ja, unsere Flotte hat standgehalten. Hier allerdings weiß ich nicht, was hier so passiert. Hier läuft es nicht so sahnig für uns, sage ich einmal. Das ist schon in Ordnung, aber es läuft nicht super gut. Könnte besser gehen. Na, der Österreicher ist halt keine wirkliche Hilfe. Das kann man auch schon mal festhalten. Nicht, dass das jetzt ein Novum wäre und eine völlig neue Erfindung, aber... Na komm, die Linke soll schuldig sein. Muss mal ein bisschen hier... Moment, ich kriege einen Anruf. So, da bin ich wieder. Das war ein kurzer Anruf. Den konnte ich leider auch... Normalerweise mache ich mein Handy aus, wenn ich Aufnahmen mache, ne? Aber da musste ich ran, der war nicht ganz unwichtig. Ja, wir ziehen hier weiter im Krieg herum. Wir verlieren fast alles, außer diese Schlachten hier gegen Preußen selber. Das läuft eigentlich ganz in Ordnung. Das sagt uns ja eigentlich, dass wenn wir gegen England etc. kämpfen, dass wir dann doch noch mehr Truppen brauchen. Irgendwie. Weil ja doch sehr viele Brandherde hier sind. Da haben wir überhaupt niemanden stehen. Könnte natürlich hier noch weiter kämpfen. So ist ja nicht. So, die hören natürlich dann auch einfach auf, irgendwann Krieg zu führen. Das ist natürlich auch blöd. Wir bauen hier in Seeland gerade unendlich viele Elektrofabriken. Ich weiß auch nicht, ob das so richtig ist, ehrlich gesagt. Weiß ich auch wirklich nicht. Das wirkt alles ein bisschen seltsam. Würde ich eigentlich auch gerne den Funkempfänger nehmen. Das wird natürlich jetzt ein super Chaos. Aber wir können hier mal, weiß ich nicht, 49 Kraftwerke bauen. Ja, wir erobern hier langsam aber sicher Preußen. Ich weiß leider nicht, warum hier das klappt, scheinbar noch nicht so gut. Aufstieg der Frauen. Konservative Partei wählen. Wählt, was ihr wollt. Schaffen es dann nicht durch die treue Truppen. Arbeiterpartei kann ruhig ein bisschen weniger Punkte kriegen, sage ich einmal. Kannst du nicht hier das da als Ziel nehmen und da losschlagen? Du ziehst da unten in die Ruhe, ins Ruhrgebiet.
So, die Schlacht da ist verloren. Hier können wir nochmal ein bisschen Krieg führen. Gegen die Briten. Ihr kriegt nicht eure eigenen Märkte, vergesst es. Vergesst es einfach. Das ist quasi, also das Ruhrgebiet sollte Spaziergang werden. Ja, wird es auch. Hat der Feind quasi keinerlei Organisation mehr in seiner Armee. Ein bisschen Autorität gemacht. Reicht das für den Erlass? Ja, es reicht für den Netto-Sozialhilfe-Erlass. Den reicht ja nicht. Hm. Brauchen wir scheinbar nicht mehr machen. Einbund haben wir. Suez Landenge vermissen. Ja, können wir machen, aber warum? Warum sollten wir das tun? Wir kommen hier nicht durch, bei aller Liebe. War jetzt so langsam. Langsam und stetig. Wir haben auch einen Arbeitsschutz jetzt. Auch gut. Doch hohe Kosten. Nicht so gut. Nicht so turbo-optimal. Das ist nicht schlechteste Elektrizitätswerk der Welt momentan. Hier 4000 Strom fehlen. Und Kohlekraftwerke. Die frühen Holzkraftwerke, die liefern nicht so viel, sag ich mal. Dann kriege ich den Kohlekraftwerk. Dampfmaschine wahrscheinlich, ne? Ja. Dann kommt das ja demnächst, die Dampfturbine. Haben wir dann ja bald. Schlagen die Briten hier vollkommen zurück. Also in den offenen Feldschlachten siegt der Brite nicht so sehr klar gegen uns, sage ich einmal. In den nicht so offenen Feldschlachten. Hier gewinnt er gerade tatsächlich ganz gut. Ich weiß nicht, woran das liegt. Nimmt auch lieber erstmal Mecklenburg als Ziel. Da sind noch 300 preußische Truppen in Mecklenburg. Ja, weil wir die Südflanke Österreichs da befreien. Skandinavisch. Autonomie erhöhen? Aber selber nicht. Ach, wir verlieren jetzt gerade auf einmal, oder wie? Und 300 gegen 12. Da kämpft ja einer gegen, also außen das dann ja gegen 3000. Naja. Muss man auch nicht verstehen, muss man wahrscheinlich aber nur hinnehmen. Stolzen Soldaten Skandinaviens, könntet ihr den Gegner jetzt einfach mal, ne, ein bisschen überrennen. Wird auf jeden Fall nicht angenommen, der weiße Frieden.
80 Millionen Leute. Werden weniger und weniger, könnte man sagen. Problem ist, dass ich immer noch keine Grundschulpflichten hier machen kann. Ich könnte die Gewerkschaft mit ins Boot holen. Alle bei uns im Team sind. Und hoffen, dass die Grundschulpflicht trotz den unglücklichen Industriellen durchgeht. Tja, ihr habt wenig Organisation, da kann man nicht viel gegen machen. Jetzt den Mecklenburg erobern. War das letzte Ding hier im Ruhrgebiet, den Nordrhein. Siehst du denn jetzt hier eigentlich noch einen Krieg? Im österreichischen Rheinland? Nö, ne? Wir haben 1 Million Verluste an einer Front und wir haben einen Welthandelshafen zu 100% blockiert. Das waren gerade die beiden Achievements. Hatte ich beide noch nicht. Das ist cool. Mecklenburg übertragen. So schwer ist das auch nicht. Vielleicht doch. Du bist in der Front noch dran, ja? Na gut. Ich schlag diese Front doch wenigstens mal zu Ende. So, wir haben hier noch den internen Handel. Eine neue Ordnung ist, dass man einen Machtblock voll ausgebaut hat, sage ich jetzt einmal. Metro von Stockholm. Oh, wenn wir den Stadtzentren durchsetzen. Geht in die Verteidigung. Ihr braucht hier jetzt gerade nicht zwingend in den Krieg ziehen. Ihr könnt euch erstmal ein bisschen ausruhen. Ich muss ja dieses Gebiet hier, glaube ich, noch erobern, damit da hinten mal aufhört. Ne, kämpfen wir hier weiter? Na gut, kämpfen wir halt weiter. Ne, ich will das aber eigentlich nicht. Können wir nicht hier noch kämpfen? Lehne den weiter ab. Weil ich ja nun immer noch nicht habe, was ich will. Den ganzen Haufen unrealisierter Steuern. Algerien. Und wieder schneller Vormarsch. Rein in den Feind. Ran und rein. Hoch und weit bringt Sicherheit. Ich möchte bitte, dass du ebenfalls nach Brandenburg gehst. Du vielleicht dich nach da orientierst. Kandaharischen Sozialisten. Ihr macht schon wieder nichts. Das ist interessant, aber jetzt auch nicht zielführend. Hier.
Hat an der Front Ostsahara. Okay. Das ist ja in Ordnung. Die 99 Mann oder wer ist da am Start? Gesetzeshüter. Jemen braucht Nettosozialhilfe. Anrüchiger Buchhalter. Dampfomnibus. Verbrauchssteuer auf Automobil. Nö, will ich gar nicht. Okay, Großbritannien gibt auf, dann ist die Sache hier jetzt auch gelutscht. Geh du nach da, geh du nach Jutland. Wir haben eine Jutlandfront, die nicht so gut ist. Weißt du was? Du könntest auch an die Jutlandfront gehen. Und wir gewinnen jetzt den Krieg mal eben vorbeigehen. Na, Österreich, wir könnten noch Freunde sein. Ich weiß gar nicht, warum du mich so hast. Ja gut, den Briten, da ist der Zug wahrscheinlich abgefahren. Das gebe ich zu, aber wir könnten doch gute Freunde werden. Kandahar, Persien, der Hijaz. Mit Mecklenburg natürlich auch irgendwie behalten wollen, ne? Nee, passt schon. Weiter in den Rheinbund. Ich kann mir vorstellen, im nächsten Krieg gegen Russland hier einige Länder frei zu machen. Oh, 191. Ist noch mehr? ...191. Ist nicht mehr, ne? Was haben wir denn hier noch so? Vereinigten Staaten. Okay. Was haben wir hier? Braunschweig will aber nicht meine Hilfe. Okay. Hier. Hijaz. Da hast du meine Hilfe schon automatisch. Ojo, du bist ein scheiß Klientelland, benimm dich. Du bist ein Klientelland, benimm dich. Dynamisch Ostafrika ist ein Klientelland, soll sich benehmen. Premium-Motoren Svealand. Premium-Motoren Svealand. Noch nicht das. Oh ja, 1,2 Millionen. Sambia geben oder so. Weiß ich nicht. Portugal versuchen zu erobern. Also was heißt zu versuchen? Wir würden Portugal natürlich erobern, aber jetzt gerade erstmal ein bisschen mehr Friede. Elektrizität und Aaland. Was habt ihr denn in Aaland gemacht, dass ihr so wenig Elektrizität habt? Einfach nur nicht genug Leute hier. Kohlekraftwerke. Alle Kraftwerke in Kohlekraftwerke ummünzen. Wird das teuer.
das in Seeland zum Beispiel ummünze. Auch teuer. Aber in Seeland brauchen wir den Strom. Oder nicht? So, jetzt auch nicht mehr so viel Strom. Da reißen wir wieder 10 ab. So, eigentlich. So, Elektrozüge bauen. Macht doch die anderen Sachen, die Strom kosten, hier auch noch mit rein. Dann kosten alle keinen Strom hier. Elektrozaun, Kühlwaggons. Oh, das ist alles in Ordnung. Fische mit Kühlwaggons. Die hast du ja schon, aber du kannst ja noch eine Elektrosäge reinklöppeln. Mal kurz auf Pause machen. Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Ja, die Brotfabriken haben wir noch nicht. Da ist schon alles so, wie es ist. Montagebänder, die haben wir halt noch nicht. Die elektrische Nähmaschine nehmen und einen automatischen Webstuhl. Schiffswerften, ja, geschweißte Dampfschiffe sind ja noch ein Upgrade. Aber ja, mehr geht nicht. Jetzt muss ich hier Strom rein übeln. Ja, Sachsen. Ah, wie Sachsen. Die Usbeken kommen aus dem Russland. Hier eigentlich auch noch ein bisschen rumklöppeln, ne? Ah, wir haben noch ein bisschen was wir auseinanderprügeln könnten, wenn wir wollten. Könnten wir auch noch ein bisschen mehr in Universitäten investieren. Einfach mal jeder Staat von mir irgendwie so ein bisschen Schlauheit kriegt. Möchtest du denn? Verteidigungspakt. Schwefel. Investitionsrecht ist ja nicht schön. Aber auch gerne Handelsprivilegien mit dir. Punkt. Wir könnten das auch auf ein Bündnis ausweiten, wenn du das möchtest. Dann können wir hier noch ein bisschen mehr Frieden haben. Monopol kann ich wahrscheinlich nicht ablucken. Ne? Hier irgendwie in der Holz, Werkzeuge, Gummi, irgendwas, Eisen, Möbel, Elektronik, Uhren, Stahl, Papier, irgendwas. Ne. Ja, dann gibt mir irgendwie noch ein Taui dazu. Ah ne, warte. Ist da? Sogar noch eine Verpflichtung von dir. Dafür würde ich dir noch drei Gummi geben. Und ein paar Telefone. Was hältst du davon? Ja, tritt in Kraft. Sehr gut. Ja. Und doch jedes Mal irgendwie mit Indien mich hier zusammenschließen. Und da magst mich auch nicht so gern, ne? Just, du magst mich. Doch hier rüber gehen und die Leute, die auch versuchen zu erobern.
Wir müssen erstmal ein bisschen Ruhe bewahren. Ruhe bewahren und Sicherheit ausstrahlen. Kriegsschiffe, Entschuldigung, dass die jetzt knapp sind. Autonomie verringern, nur noch teuren Stahl und teures Glas und niedrigen Marktzugriff. Und wenig Transporte in Island. Island kriegt eine Eisenbahn. Ist das sinnvoll? Weiß man nicht. Wahrscheinlich nicht. Junge. Nö, da halte ich mich raus. Da möchte ich nichts mit zu tun haben. Intellektuelle sind besser, das ist gut. Rassentrennung werden wir sicherlich nicht einführen. Ja, die Beförderung wiederum gut. Und wir haben immer noch hier ein Problem mit. Freistaat kriegt mal 15 Stück. Regierungsgebäude, das kann es jetzt auch nicht dran scheitern. Wir haben die Grundschulpflicht für Kinder. Jetzt wäre Meinungsfreiheit noch schön. Das finden viele nicht so gut. Manche aber auch doch. Konservative sind böse. Gibt uns weniger Steuern. Das ist nicht gut. Ein Avantgardist. Ja, alles blöde Agitatoren. Können die mal alle verschwinden? Sind jetzt ernsthaft Hilfe oder was? Okay. Wie sieht denn hier so aus? Oh jo, ja, die sind alle noch ein bisschen unglücklich, weil ich ja... Ah, Fortlandia. Eine Automobilkolonie, ein Land über eine Kolonie einrichten lassen und so weiter und so fort. Die sind halt alle ein bisschen unglücklich, weil ich ja hier noch so ein bisschen negative Tendenzen mit mir bringe. Anders gesagt, der Freiheitsdrang ist hoch, weil ich Frieden bin. Auf plus 25. Die nächste Stufe gibt plus 10. Da sind wir dann schon wieder deutlich angenehmer drauf. Oh, wir haben neues Geld uns ausgedacht. Ich kann Land in Machtblock einladen. Wachsen. Ja. Du möchtest wachsen? Komm damit rein. Nö, möchte Sachsen nicht. Arschloch. Japan, noch 151, Tendenz weniger werdend. Japan, was ist denn da los? Die Japaner wieder. Naja. So, Militär haben wir jetzt ja eigentlich soweit ganz gut. Wir können jetzt mal auf Panzer umstellen und auf Flugzeuge. Das ist auch nett. Dann müssen wir unsere Kavallerie rausschmeißen und dafür leichte Panzer nachbauen. Selbiges gilt für die Artillerie. Aber dann können wir auch eigentlich gegen alles und jeden Krieg führen. Vielleicht sollten wir vorher noch Schlachtschiffe. Das kommt dann direkt als nächstes. Okay. Dann vielleicht doch erst nochmal. Ach komm, wir mal Zerstörer.
Das ist alles 5er-Tech. Oh. Das ist die letzte 4er-Tech. Hm. Dann können wir auch schon Maschinengewehre. Ah. War vorher gewusst. Das machen wir als erstes. Oh. Ruhe im Puff. Dann können wir jetzt immer noch für unser Militär hier die Mobilisierung erhöhen. Ballonaufklärung, dafür brauchen wir Militärindustrie 3, das haben wir nicht. Militärflugzeuge können wir aber machen. Aber wir können auf jeden Fall schon mal MG-Schützen uns dahin stellen. Und den LKW-Transport. Können wir nicht überall machen und die MG-Schützen auch überall. Formation schneller. Schnellere Formation ist immer gut. Heißt natürlich, dass wir jetzt auch mehr Automobilindustrie brauchen. Und für Automobilindustrie... Was kostet so ein Auto denn? Gummi, Öl, Motoren. Wie viel haben wir davon so? Brauche ich bald nicht zu gucken. Westkarelien haben wir eine ganze Menge davon. Wieso hat Westkarelien so viele Autos? Man weiß es nicht. Aber ist eben so. Und sogar besondere Motoren. Flugzeugproduktion und die Panzerproduktion eigentlich auch da machen, ne? Minus 20 und minus 10. Und wie viel baust du so? Baut 1. 60. Dann machst du noch halb so viele Autos, dafür Flugzeuge und Panzer. Hm. Das ist mir auch egal. Das ist mir auch egal. Mich interessieren, was Mexiko wohl anzubieten hat. Mit Protektorat zum Beispiel würde ich sofort machen. Ja, ich kann Kriegsziele verlangen. Ja gut. Den Thailand übertragen, die wir hier Solo Marokko. Oh. Marokko? Was ist das da? Das hat sich Großbritannien einfach erobert. Oh. Lümmel. Naja. Oh, Indien stellt sich auf die Seite Mexikos. Macht die Sache schon wieder deutlich spannender. Ja, aber die Briten stellen sich auf die Seite der USA. Oh, Late Game Performance schlägt wieder zu übrigens. Ja, ich denke, wir werden noch ein Video aufnehmen, wo wir dann tatsächlich einfach versuchen, hier alles zu erobern, was irgendwie geht. Uns dann den Rheinbund wieder einverleiben. Damit wir das wollen wir auf jeden Fall haben. Kovno wollen wir haben. Was eigentlich mit dem Rina Königreich? Du bist irgendwie nicht mehr so richtig doll mein Fan. Minus 6. Ich meine, das gibt sich gleich alles. Wenn das sich mal gibt. Wo ist denn Vereinigten Baltischen Provinzen? Die sind ja auch nicht so richtig mein Fan. Da würde ich den gerne Kovno schenken. So, jetzt ist die Verrufenheit gesunken. Von plus 25 durch Verrufenheit hier auf plus 10. Jetzt müssten eigentlich so Länder wie Oyo ist immer noch plus 1. Guck an, Oyo ist ja ganz schön wild drauf. Gott, ich verzichte auf dein Geld. Das bisschen. Dafür wirst du dann wieder glücklich. Genauso wie Kandahar.
-6 haben die dann jetzt schon. Argentinien, muss ich sagen. Will ich eigentlich nicht auf deine Klientelzahlung verzichten. Dann 9000, aber ja gut, machen wir mal. Traumdeutung. Forschung fortsetzen, wenn es geht. Hier eigentlich passiert, ne? Australien ist, Österreich ist damit reingetan. Als Verbündeten. Ja, okay. Heftig, natürlich, gar keine Frage. Gerne Nebenforderungen stellt, aber gut. So, da kann ich ja auch nicht, nicht Nein sagen, da muss ich ja auch kämpfen. Komm, 32.000 Mann, ihr werdet das ja wohl irgendwie machen. Haben wir hier Truppinfanterie, braucht Funkempfänger, etc. pp. Infanterie ist auch das höchste der Gefühle, ne? Infanterie, hier kommt. Ne, das höchste der Gefühle ist mechanisierte Infanterie. Die braucht dann noch Panzer dazu und Öl. Apropos Panzer und Öl. Ich möchte mal ein bisschen Öl. Hannover. Elbe. Oh, wir haben noch ziemlich viel Öl, das wir ausbeuten könnten. Jemen, du hast irgendwie gar nicht mal so viel Infrastruktur. Woran liegt das? Bau dir hier nochmal ordentliche Infrastruktur hin. Hast du Kraftwerk? Ja, dann nimm doch auch die guten Züge. Hier, kriegst noch ein Kraftwerk mehr. Kann auch mit Kohle laufen. Ja, Kohle ist teuer, Motoren sind teuer, ne? Ich weiß wohl. Junge, bist du denn des Wahnsinns? Kupoyoyo. Na gut, dann wirst du hier einfach nur Apparate für den Weltmarkt produzieren, oder wie? Du hast doch eigentlich kaum Handelszentrum. Importierst eine ganze Menge und exportierst Ericsson-Telefone. Ja gut, auch nicht schlecht. Kommt eine ganze Menge Kohle bei rum. Hier. Muss dann da noch mal ein bisschen was drauf. Nicht, dass wir nichts haben. Westnorwegen. Das ist Nordnorwegen, das ist Ostnorwegen, nehmen wir mal Westnorwegen. Hat ordentlich viel Schwefel und jetzt kriegt ihr auch ordentlich viele Motoren. Strom hast du nicht. Schon mal 5 Strom. Ja, mangelnder Investitionsbau, das ist mir auch klar. Irland hat ja noch Millionen Arbeitskräfte. Syrien hat noch Millionen Arbeitskräfte. Norwegen. Nordnorwegen. Westnorwegen. Das wird jetzt aber auch teuer. Leute, ich will die Meinungsfreiheit haben. Ich will sie jetzt haben. Wer hat doch jetzt ja wohl die Trottel da besiegen können, oder nicht? 30 Mann, geht mal nach da. Anzeitung, konservative Stärken, noch die Fabrik Durchsatz. Regierungsware. Papier ist ganz schön teuer bei uns.
Stahl auch. Echt gern noch eine Stahlkompanie, ne? Hier noch irgendwie reingefüllt? Nee, ne? Noch eine Kompanie kriegen wir nicht irgendwie geschenkt. Warte mal, automatisch Flaschenbläser ist gar nicht ganz schlecht. Fortfahren da, wo geht. Laden, uiuiuiuiui. Ja gut, dann erstmal nicht. So, hier ist Integration. Wir haben aber Glasbläser bekommen. Die wollen wir doch. Glasindustrie ein bisschen verbessern. Aber jetzt brauchen wir die Dinge eigentlich auch alle so richtig gar nicht mehr, ne? Wir haben so viele Props. Werden ja auch immer mehr. Jetzt allerdings mal brauchen wir Öl. Landbewohner spielen auch wieder mit? Na gut. Ihr merkt schon, das wird wieder so ein Save, wo man einfach nicht weiterkommt. Ich wollte vor einer ganzen Langeweile schon sagen, bis zum nächsten Mal, lasst gerne einen Kommentar da, ein Abo. Ihr wisst, ich bin ein kleiner Kanal, da hilft wirklich jeder Klick. Alles wäre da gut für mich. Und ja, ich freue mich darüber, wenn ihr was schreibt, wenn ihr was sagt, wenn ihr liked und wenn ihr einfach noch guckt. Und ja, beim nächsten Mal werden wir dann wahrscheinlich diese Kampagne zu Ende führen und dann gibt es ja auch schon das nächste Update und Add-on. Von daher, bis dahin, macht's gut. Ciao.